Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man Pigpoks neuestes Spiel Into the Dead Our Darkest Days für den Zombie-DLC zum 11 Jahren alten This War of Mine halten. Soll heißen, es ist ein 2,5D Survival-Spiel, in dem wir uns mit wenigen Überlebenden in einer zombie-überlaufenen Stadt durchkämpfen. Ob das Spiel nur ein billiger Abklatsch ist oder uns ein tolles neues Zombie-Survival erwartet und was die Pläne für nach dem Early Access Release sind, erfahrt ihr jetzt hier. Zu Beginn eines neuen Spiels wählen wir aus 5 Survivor-Paaren eines aus, welches wir durch die Apokalypse begleiten wollen. Diese haben jeweils unterschiedliche Boni, Mali und Beziehungen zueinander. Beispielsweise eine Therapeutin und ihre Patientin. Ein anderes ist ein Vater-Tochter-Gespann, welches sich nach dem Tod der Mutter versöhnte, um aus der Stadt zu fliehen. Sobald wir uns für ein Duo entschieden haben, dürfen wir uns den ersten Unterschlupf erkunden und darin Aufgaben verteilen. Eine der wichtigsten Aufgaben, neben dem Reparieren der Barrikaden, ist das Losziehen, um neue Ressourcen und Vorräte für den Unterschlupf zu besorgen. Das Plündern nimmt eine ganze Tageshälfte ein und wir dürfen frei entscheiden, ob wir tagsüber oder in der Nacht losziehen. Wir dürfen außerdem entscheiden, ob nur einer oder mehrere Leute losziehen. Sie können nur nicht gleichzeitig zum selben Ort gehen. Andere Aufgaben nehmen aber nur eine oder 2 von 5 der verfügbaren Zeiteinheiten pro Tagesphase ein und so können mehrere kleine Aufgaben nacheinander erledigt werden. Leider dürfen wir dabei nicht den Arbeitsplatz wechseln. Das ist sehr schade, da so viel Arbeitszeit ungenutzt bleibt. Alles, was wir finden und in unseren Rucksack packen können, ausgenommen von Waffen und Werkzeugen, dürfen wir erst wieder im Unterschlupf verwenden. Also mal eben ein Gulasch herunterzustürzen, das man sonst stehen lassen müsste, ist nicht. Einen gefundenen Dietrich können wir jedoch problemlos nutzen, um eine verschlossene Türe zu öffnen. Die gesamten Ressourcen, die wir mit nach Hause bringen, können wir in Upgrades unserer verschiedenen Werkbänke stecken. Diese Upgrades machen das Herstellen günstiger oder schalten neue Rezepte frei. Glücklicherweise können wir bei jedem Umzug alle Upgrades und Vorräte, die wir gesammelt haben, mitnehmen. Das kratzt zwar etwas an der Immersion, da sich ein solcher Umzug während einer Zombie-Apokalypse bestimmt schwieriger gestaltet als der übliche Umzug, wo sich die Bissigkeit unserer Nachbarn auf „Da habt ihr aber eine tolle Tapete ausgewählt" beschränkt, aber uns über mitnehmbare Upgrades beschweren wollen wir eigentlich auch nicht. Während unserer Plündertouren haben wir mehrere Möglichkeiten, den Ort zu durchsuchen. Sind wir laut und locken alles raus, damit wir nirgendwo mehr überrascht werden können, oder schleichen wir vorsichtig durch die Gebäude und töten Zombies möglichst unbemerkt. Da unsere Menschen keine Superhelden sind und Munition und Waffen nicht auf Bäumen wachsen, ist zumeist der Schleichansatz der gesündere von beiden. Als Waffen stehen uns viele der üblichen Verdächtigen zur Verfügung. Was ich bisher aber sehr vermisse, sind Bögen und Armbrüste. Scheinbar sind in Kentucky, wo mehr als jeder Zweite eine Schusswaffe besitzt, solche Waffen unbeliebt. Leider scheinen aber auch die meisten ihre Schusswaffen mitgenommen zu haben, da Schusswaffen und Munition sehr selten sind. Die Schusswaffen, die wir finden, können wir aber relativ unbesorgt einsetzen. Auch wenn die Waffen laut sind, scheinen Zombies, die in einem benachbarten, abgeschlossenen Raum sind, oft schon nichts mehr davon mitzubekommen. Das Bekämpfen der Untoten ist aber optional. Viele lassen sich umschleichen, indem man ihnen aus dem Weg geht oder sich hinter umgestürzten Tischen oder Ähnlichem versteckt. Falls man dann doch mal einem Zombie begegnet, der im Weg steht, kann man sich von hinten anschleichen und diesen mit einem Schlag mit einer Waffe ausschalten. Ohne Waffe können wir leider nur in den normalen Faustkampf übergehen. Sollten wir im Kampf oder auf andere Weise sterben, ist es final aus mit dem Charakter. Abgesehen von Safe-Scamming gibt es dann keine Rettung mehr. Für besondere Spannung sorgen die Zombies, die uns nicht direkt im Weg stehen. Oft sehen wir Zombies, die im Vorder- oder Hintergrund stehen, lehnen oder liegen. Diese können wir zunächst nicht ausschalten. Sie werden erst dann aktiviert, wenn wir zu viel Lärm produzieren. Beispielsweise, wenn wir nicht schleichen oder mit einer zu lauten Waffe einen anderen Zombie angreifen. Im schlimmsten Fall kann es sogar passieren, dass ein Untoter, der uns entdeckt, anfängt zu schreien. Das ist dann besonders laut und aktiviert Zombies in allen möglichen Ecken des Levels. In dem Fall hilft es meist nur noch, die Beine in die Hände zu nehmen und direkt zu fliehen oder zu hoffen, dass man eine Ecke findet, wo man den Sichtkontakt unterbrechen kann, um dann schnell ein paar geschlossene Türen und oder Stockwerke zwischen sich und die Meute zu bringen. Glücklicherweise haben wir kein Zeitlimit beim Plündern. Das heißt, wir können uns dauerhaft vorsichtig schleichend durch die Level bewegen und sind nur durch unsere eigene Ungeduld eingeschränkt. Wägen wir uns wieder in Sicherheit, kann das Durchsuchen weitergehen. Neben den bereits erwähnten Sachen können wir unterwegs Hinweise und Gegenstände finden, die uns bei unserer Flucht aus Walton City helfen. Um einen Fluchtplan freizuschalten, müssen wir 3 Hinweise an 3 verschiedenen Orten finden. Wo wir diese suchen müssen, verrät uns glücklicherweise der Fluchtplan. Je nach Fluchtplan folgen anschließend verschiedene Schritte und optionale Ziele, die wir erledigen müssen, bevor wir aus der Stadt fliehen können. Wie ihr euch denken könnt, gibt es mehrere Enden für das Spiel. Im Verlauf der Early Access Phase sollen davon auch noch mehr kommen. Das Spiel hat, wie schon erwähnt, 5 verschiedene Anfangspaare, mehrere Dutzende besuchbare und teilweise bewohnbare Orte und 2 Fluchtpläne, die wir verfolgen können. Nach den ersten 11 Stunden hatte ich noch keine erfolgreiche Rettung hinter mich gebracht, dafür aber schon mehrere Anläufe. Bei jedem Neustart startete ich an einem anderen Startversteck. Es gibt also jede Menge möglicher Startkonstellationen, die den Wiederspielwert schon jetzt sehr erhöhen. Die Grafik des Spiels sieht ausgezeichnet aus, sofern man DLSS ausschaltet. Die aktuell verwendete Version, einen Tag vor Release, scheint leider viele Artefakte zu haben, die die Grafik sehr verschwommen macht. Während ich gespielt habe, habe ich mit ausgeschaltetem DLSS auf 1080p und 60 Frames als Ziel gespielt und damit nur während der Aufnahme vereinzelt Performance-Probleme gehabt. Mit DLSS waren auch 120 Frames kein Problem. Die Details zu meinem PC findet ihr in der YouTube-Beschreibung des Videos. Was aber auffiel, ist, dass immer wieder Schatten im nahen sichtbaren Bereich aufgeploppt sind. Da gibt es wohl noch Probleme mit dem Level of Detail. Besonders negativ fiel es mir aber nicht auf. Insgesamt ist die Atmosphäre sehr dicht.
Die Zombie-Geräusche, die uns aus allen Ecken beim Plündern beschallen, klingen viel zu nah und die dunklen Gänge, die man mit der Taschenlampe hellen kann, sind gruselig. Immer wieder läuft uns ein Schauer über den Rücken, weil man sich nicht sicher ist, ob nicht doch irgendwo ein Zombie versteckt ist. Besonders die traumatischen Orte, die man beim Plündern finden kann, hinterlassen einen starken Eindruck. Lautes, starkes Herzklopfen, das wie das Stampfen eines Boss-Zombies klingt, verrät euch, dass euch einem dieser Orte nähert. Die deutsche Lokalisierung sieht ebenfalls gut aus. Ein paar Übersetzungsfehler gibt es, wie zum Beispiel, dass die leere Glasflasche als Bezeichnung Trinkwasser hat und damit beim Plündern für Verwirrung sorgen kann. Außerdem sind 2 Beschriftungen, Lebensdauer und Geschwindigkeit, in der Waffenbeschreibung abgeschnitten, obwohl nach rechts noch genug Platz wäre. Sonst sind mir keine größeren Fehler aufgefallen. Das Entwicklungsteam hat schon vor Release eine Roadmap für die kommenden 12 bis 18 Monate veröffentlicht, die sie für die Early Access Phase geplant haben. Direkt im Mai sollen neue werfbare Objekte kommen, also Ablenkungen sowie Waffen, das Durchstürmen von Türen, Weltevents, die das Versteck beeinflussen können, eine neue Startlocation und das Treffen auf Ex-Überlebende als Zombies, wenn man zum Ort des Todes wieder zurückkehrt. In den darauffolgenden Monaten sollen auch noch neue NPCs samt Neuinteraktionen mit ihnen hinzukommen und vieles weitere mehr. Am spannendsten werden die Änderungen am Verhalten der Zombies sein, sowie neue Überlebende und ein tiefergehendes Beziehungssystem zwischen den Überlebenden. Ich hatte erwartungsgemäß sehr viel Spaß mit Into the Dead Our Darkest Days und ich hoffe, dass ich jetzt noch ein paar mehr Spielstunden in den kommenden Wochen unterbringen kann. Als großer Fan von This War of Mine und Zombies im Generellen wusste ich, dass Our Darkest Days sehr gute Chancen hat, bei mir den richtigen Nerv zu treffen und die Devs von Pickpock haben mich nicht enttäuscht. Ich freue mich auch schon auf die Neuerungen, die das Dev-Team über die nächsten Monate entwickeln wird. Was ich mir noch wünschen würde, wäre ein erhöhbarer Schwierigkeitsgrad bezüglich Vorräten. Schnell kam es mir vor, dass ich von allem genug hatte und keine Sorgen mehr bezüglich Nahrung oder Trinken hatte. Allein die Kämpfe gegen Zombies blieben weiter spannend, da wir durch die geringe Lebensdauer der Waffen ständig dazu gezwungen sind, sie auszutauschen, neue zu finden oder herzustellen. Meine Hoffnung ist, dass sie sich auch von den Features von This War of Mine inspirieren lassen, denn viele der Inhalt-Updates, die nach Release veröffentlicht wurden, kann ich mir sehr gut in Into the Dead Our Darkest Days vorstellen. Ist also der Early Access Preis von 24,99 gerechtfertigt? Ich finde ja, denn das Spiel macht jetzt schon einen sehr guten Eindruck, selbst wenn hier die Entwicklung eingestellt werden würde. Keine 8 Stunden nach Release hat das Spiel aber Platz 7 in Verkäufen auf Steam erreicht und somit ist ein Entwicklungsstopp sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, Fans von Zombie-Games können hier bedenkenlos zugreifen. Nur wenn man erwartet, sich durch Unmengen an Zombies durchschnetzen zu können, wird man enttäuscht. Im Spiel kann es schon sein, dass 2 Zombies aus unterschiedlichen Richtungen aus unserem Überlebenden einen nicht mehr Lebenden machen. Vielen Dank nochmal an die Devs, die mir frühzeitig einen Key zugeschickt haben und an euch fürs Zuschauen. Wie findet ihr, dass Waffen nach ein paar Zombies oder schon bei einem kaputt gehen? Würdet ihr euch eine längere Lebensdauer wünschen? Und wer erinnert sich noch an This War of Mine? Schreibt es mir in die Kommentare, ich freue mich. Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen lasst mir hier gerne einen Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.